Hallo, ich möchte euch heute die Bücher vorstellen, die ich im November gelesen habe. Das waren 2 Romane, ein Jugendbuch und ein Sachbuch. Das erste Buch, was ich beendete, war Wonach sich alle sehen von Dionne Brand. Diese Geschichte wird aus 5 Perspektiven erzählt. Davon gehören eigentlich alle so einem Freundeskreis an und sind so junge Erwachsene Mitte, Ende 20. Sie alle sind noch etwas auf der Suche nach sich selber und setzen sich in diesem Buch jetzt so auch mit Familientrauma auseinander. Dieses Trauma hat oft mit Rassismus zu tun oder ist eine direkte Folge von Rassismus. Und sie setzen sich auf unterschiedliche Arten und Weisen damit auseinander. Eine Person sehr offensichtlich macht Kunst, macht so Skulpturen, in denen sie das verarbeitet, ihr Verhältnis zu ihrer Familie auch einfach. Genau, und alle haben mit dem Thema Familie zu tun. Und in dem Buch machen sie so etwas Fortschritte darin und kommen auch zum Teil zu dem Punkt, okay, wo will ich eigentlich direkt hin? Das zweite Buch, was ich gelesen habe, ist der Jugendroman, das habe ich auch als Hörbuch gehört, und zwar Long Way Down von Jason Reynolds. In diesem Buch geht es um den 15-jährigen Will, dessen Bruder ermordet wurde und er möchte jetzt Rache nehmen. Ich habe im Internet gelesen, dass das ganze Buch innerhalb von 60 Sekunden spielen soll. Es findet auf jeden Fall in dem Aufzug statt, der ihn zum Täter bringen soll. Und in diesem Aufzug reflektiert er, wie was passiert ist und was passieren könnte, wenn er jetzt Rache nimmt. Das Hörbuch wird von dem Autoren auch gelesen und mir hat sehr gefallen, wie es vorgelesen wurde. Insgesamt habe ich ja auch schon andere Bücher von dem Autoren gelesen und deswegen kenne ich jetzt so inzwischen seinen Schreibstil etwas und mir gefällt er. Das letzte Buch, was ich beendete, war Die Mission von Anne Leckie. Das ist der zweite Teil einer Trilogie. Offensichtlich habe ich den ersten Teil auch schon gelesen und darüber auch schon gesprochen. Es spielt insgesamt in einer Welt, in der es so eine dominante Gesellschaft gibt, die imperialistisch quasi sämtliche anderen Alien-Gesellschaften in sich aufnimmt und zivilisiert. Genau. Und im ersten Teil ging es viel so um künstliche Intelligenz. Jetzt im zweiten Teil offensichtlich deswegen auch noch. Im Gegensatz zum ersten Teil spielt der zweite Teil jetzt hauptsächlich auf einem Planeten. Und dieser Planet lebt davon, dass dort Tee angebaut wird. Für mich ging es jetzt im zweiten Teil viel um die schlechten Arbeitsbedingungen der ArbeiterInnen, die Tee pflücken müssen und warum sich ihre Unterdrückung so lange hält, auch wenn es eigentlich mit der Idee von diesen Zivilisatoren nicht vereinbar ist. Und es geht auch viel um so politische Intrigen. Das Sachbuch, was ich gelesen habe, war Weil sie Armenier sind von Pina Selek. Ich wusste über den Genozid an den Armeniern, bevor ich dieses Buch gelesen habe, quasi nichts. Also ich konnte es nicht mal zeitlich einsortieren. Deswegen habe ich jetzt in diesem Buch auch etwas darüber gelernt. Aber eigentlich geht es gar nicht direkt darum, sondern die Autorin beschreibt so in Essays, wie sie angefangen hat, sich mit ihrer eigenen anti-armenischen Haltung auseinanderzusetzen, von der sie lange Zeit dachte, dass sie die nicht hat, weil sie in einem linken türkischen Elternhaus groß geworden ist, in dem jetzt nicht direkt anti-armenische Sätze gefallen sind. Aber sie lernt armenische AktivistInnen kennen und dadurch fängt sie an, so zu reflektieren, wie die Gesellschaft insgesamt und auch besonders die Schule, also Lehrer in der Schule, ihr Lügen erzählt haben oder auch einfach diese anti-armenische Haltung bei ihr auch installiert haben oder irgendwie, also so, sie das schon internalisiert hat, diese Haltung. Das heißt, in den Essays beschreibt sie eher so ihre Auseinandersetzung mit ihrer eigenen anti-armenischen Haltung, die sie hatte und auch mit so der offiziellen Politik und dem Bildungsauftrag quasi durch den türkischen Staat in Bezug auf Armenien. Das waren die Bücher, die ich im November gelesen habe. Sie haben mir alle recht gut gefallen, aber keines dieser Bücher hat mich wirklich so umgehauen. Aber ich weiß gar nicht so genau, ob das überhaupt irgendein Buch im November geschafft hätte. Ich habe sehr, sehr viel mehr Bücher noch angefangen und aufgehört mittendrin, weil ich einfach
ich wusste nicht genau, was ich lesen möchte und dann ist es schwer, was Gutes zu finden. Auch deswegen würde mich interessieren, wenn ihr diese Bücher gelesen habt oder Bücher von den AutorInnen, wie eure Erfahrungen mit den Büchern waren. Genau, wie immer, wenn ihr noch näher Details zu diesen Büchern haben wollt, fragt mich gerne. Ansonsten war es das. Bis bald.